Moinsen. Wir sind in der Kaufhalle. Jetzt machen wir heute mal wieder einen Preisvergleich. Den detaillierten Preisvergleich, den gibt es dann im Anschluss. Ich will jetzt hier nur mal kurz einen Eindruck vermitteln, wo wir sind. Ich habe natürlich anhand meiner Standard-Einkaufsliste die Waren ausgesucht, die ich miteinander vergleiche, damit wir auch einen fairen Vergleich haben zu früher. Wir vergleichen jetzt nämlich die Preise heute mit den Preisen vor 3 Jahren und gleichzeitig vergleichen wir noch zwischen Deutschland Kaufhalle und polnischer Kaufhalle. Ja, mehr Eindrücke muss ich jetzt hier nicht vermitteln, weil wie es in der Kaufhalle aussieht, weiß ja jeder. Und zum Preisvergleich kommen wir jetzt dann gleich. Ja, und hier sind wir jetzt beim Preisvergleich. Ich habe hier mal die Liste. Da seht ihr mal, welche Artikel hier verglichen werden. Und jetzt haben wir hier Kaufland Deutschland, Polen und Tschechei. Und rot bedeutet teuer und grün bedeutet billig. Und wie man sieht, in jeder Spalte sind ein paar Sachen dabei, die teurer sind und ein paar Sachen, die billiger sind. Und das Ergebnis ist auch überraschend. Das war vor ein paar Jahren noch anders. Nämlich, welches Kaufland denkt ihr wohl wird jetzt hier billiger sein? Deutschland, Polen oder Tschechei? Weil wir jetzt hier gerade bei Polen sind, machen wir mal zuerst Polen. Also in Polen habe ich das Kaufland verglichen mit den Preisen von vor 3 Jahren. Und da sieht man auch wieder in dieser rechten Spalte, ein paar Sachen sind teurer geworden, ein paar Sachen sind billiger geworden. Jetzt vergleichen wir mal den reinen Zloty-Preis. Vor 3 Jahren war diese Einkaufsliste bei einem Endpreis von 232 Zloty und jetzt sind wir bei 231 Zloty. Also es hat sich nicht wirklich was geändert, 1 Zloty weniger. Das ist jetzt kein gravierender Unterschied, allerdings für einen deutschen Einkäufer macht es schon einen Unterschied, weil für einen deutschen Einkäufer ist es teurer geworden. Vor 3 Jahren hat der Einkauf noch 49 € gekostet und jetzt sind es 55. Das liegt daran, dass man vor 3 Jahren für einen Euro noch 4,66 Zloty bekommen hat und heute sind es nur noch 4,20. Wäre der Wechselkurs noch so wie vor 3 Jahren, dann wäre der Einkauf mit 49,61 auch knapp billiger geworden als wie vor 3 Jahren. Genauso wie eben auch das Zloty ist halt auch ein klein wenig billiger geworden. Also für einen polnischen Einkäufer ist es 1 Zloty billiger geworden beim Kaufland mit dieser Standardpreisliste. Und für einen deutschen Einkäufer ist es teurer geworden wegen des schlechteren Wechselkurses. Und jetzt gehen wir wieder zurück zum Vergleich Deutschland, Polen und Tschechei. Tja, und das überraschende Ergebnis ist das, dass es in Deutschland tatsächlich jetzt billiger ist als vor 3 Jahren. Dieser Einkauf kostet jetzt hier 51,82 und in Polen haben wir gesagt, wegen der schlechteren Umrechnungskurs 55
und in der Tschechei sogar 60 teurer. Also wer in Deutschland einkauft, der kann 9 Euro sparen im Vergleich zur Tschechei. Deshalb kommen die Tschechen auch alle nach Deutschland rüber zum Einkaufen. Ja, das liegt, also für die Tschechen selbst ist es wahrscheinlich auch anders. Da müsste ich jetzt wieder den Preis von vor 3 Jahren vergleichen in Kronen, weil auch der Wechselkurs zwischen Deutschland und Tschechei ist zu Ungunsten Deutschlands gesunken. Das heißt also, für 1 Euro bekommt man etwas weniger Kronen als vor 3 Jahren. Und das sollte uns eigentlich mal zu denken geben, warum ist denn der Euro so schlecht geworden in den letzten 3 Jahren, ne? Gegenüber dem Zloty und gegenüber der Krone an Wert verloren. Gut, gegenüber dem Zloty muss man sagen, Polen ist ja die aufstrebende Wirtschaftsmacht in Europa und wird irgendwann der nächsten Jahre mal auf Nummer 1 sein und Deutschland wird weiter nach hinten durchgereicht, wie bei allen anderen Sachen auch. Ja. Und weil man sich immer hier noch auf den Lorbeeren ausruht, die man in den 70er und 80er und 90er Jahren hatte, na, aber na, die anderen, die sind fleißig dabei, Deutschland zu überholen, einzuholen und überholen. Und das erinnert mich an einen Spruch eines ehemaligen deutschen Politikers, der sagte, überholen ohne einzuholen. Wer war das? War das nicht der Ulbricht oder war es der Honecker? Ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber einer von den beiden war es. Und die ehemaligen Ostblockstaaten, die bringen das tatsächlich fertig, uns zu überholen. Aber jetzt sehen wir also bei Kaufhalle oder Kaufland ist es in Deutschland am günstigsten. Gut, das macht jetzt 4 Euro aus und 9 Euro bei der Tschechei. Das ist jetzt nicht so ganz gravierend. Im Einheitlichen kann man dafür sagen, die Preise sind wesentlich stabil geblieben die letzten 3 Jahre. Was man ja auch hier sieht, wenn man das polnische intern vergleicht. Ja, da ist nur ein Zloty Unterschied zwischen 2023 und 2026. Und ich habe auch schon frühere Preisvergleichsvideos gemacht, da könnt ihr mal reinschauen in der Playliste Shopping Vlog. Da seht ihr, wie es damals war, vor ein paar Jahren, wie ich verglichen habe. Und ich werde jetzt hier natürlich noch andere auch vergleichen. Ich habe hier noch die Biedronka. Da haben wir Biedronka auch noch, aber da mache ich einen separaten Video dazu, weil jetzt bleiben wir bei Kaufland. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag noch. Tut den Kanal abonnieren und das Video liken. Und bis zum nächsten Mal und tschüss. Ja, danke, dass ihr dran geblieben seid bis zum Schluss bei dem Video. Jetzt gibt es noch von mir eine kleine Anmerkung im Abspann. Unterhalb vom Video in der Beschreibung, da findet ihr eine Liste mit Links zu Playlists in meinem Kanal. Verschiedene Playlists auf Roadview, also wo ich mit dem Auto unterwegs bin, oder Trucking-Videos oder Sightseeing-Videos oder Roadtrips nach Marokko oder sonst wo ich halt gerade so unterwegs war. Guckt euch die Liste mit diesen Links mal an. Dann sollte das hier gerade eben ein Video gewesen sein, wo wir mit dem Auto irgendwo langfahren. Gibt es natürlich auch noch eine Beschreibung dazu, mit welchem Fahrzeug ich gerade unterwegs war. Das ist dann unterhalb nach der Liste mit den Playlists. Ja, und im YouTube-Abspann gibt es natürlich einen Link zu der
Playlist, die zu dem jeweiligen Video passt, das gerade eben gelaufen ist. Und es gibt noch ein Video, das YouTube vorschlägt. Und natürlich gibt es diesen Abo-Button noch dazu. Falls ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr das dann da machen. Und tut nicht vergessen, ein Like für das Video dazulassen, ist auch wichtig. Ja, und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und tschüss.